oder einer Rückwendung zur Wie wird nach kapitalistischen Ihrer Entwicklung. Voraussicht die bundesrepublikanische Gesellschaft in 10 Jahren aussehen? Ja, wenn man das so genau wüsste. Ich glaube, es gibt leider Gottes 2 Wege. Also ich denke, so wie jetzt wird sie garantiert nicht mehr aussehen, weil das ist einfach nicht fortschreibbar. Beschreiben Sie Es die wird beiden Wege, die Sie sehen. Entweder, das ist leider das, was derzeit dominiert, ein viel stärker repressives System geben, was dann eben diese wachsende Armut, die derzeit produziert wird, irgendwie versucht zu verwalten. Auch in einem Europa, das sich insgesamt repressiver, militarisierter darstellt, einer Gesellschaft, die man jetzt jenseits des Atlantik ja beobachten kann. Also es ist ja der Weg eines amerikanisierten, entfesselten Kapitalismus, der dann natürlich auch Demokratie abbaut. Das wäre die eine Variante. Mit der ganz großen Gefahr auch richtig rechter Populisten, die dann auf so einem Entwicklungsstrom nach oben gespült werden können. Und die andere Variante, auf die ich natürlich hoffe und für die ich mich ja auch politisch engagiere, die wäre natürlich, dass sich starke Gegenbewegungen entwickeln auf der Linken, dass soziale Rechte erkämpft werden, einfach weil 100.000 Leute auf der Straße stehen, weil auch Gewerkschaften wieder kämpfen, weil wieder gestreikt wird, weil tatsächlich soziale Rechte wieder sozusagen in einer ganz breiten und möglichst auch europaweiten Bewegung beansprucht werden. Und da hoffe ich natürlich, dass linke Parteien sich dort dann engagieren. Und dann würde ich auch... Es sieht nicht so aus. Also ich denke, dass sich schon auch das, sozusagen, wo die PDS sich engagiert, natürlich in den nächsten Jahren entscheiden wird. Sie ist zurzeit beides. Sie ist einerseits eine Partei, die in den außerparlamentarischen Bewegungen schon auch integriert ist, die einen Anteil daran hatte, an der Demonstration am 1. November beispielsweise, und die auf der anderen Seite aber eben beispielsweise in der Berliner Regierungspolitik Dinge tut, die ihre Glaubwürdigkeit mit Recht zutiefst beschädigen. Und sie wird sich entscheiden müssen, weil man kann nicht auf beiden Seiten stehen.